Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ethos und Polis. Unser Thema heute ist ein doch sehr kontroverses. Es geht um Antisemitismus in muslimischen bzw. islamistischen Milieus. Nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf die israelischen Gebiete und nachdem einige Gruppierungen in Berlin, zum Beispiel wie Palästina spricht oder die Samidun, offen ihre Freude darüber zum Ausdruck gebracht haben, kam die Frage auf, handelt es sich dabei um ein allgemein muslimisches Phänomen? Diejenigen, die mit ihren Erklärungen etwas Klarheit in diese Situation bringen konnten, die großen muslimischen Verbände, schwiegen entweder die ersten Tage oder tauchten Tage später mit Erklärungen auf, die eher problematisch waren, als dass sie Klarheit gebracht hätten. Zum einen wurde in diesen Erklärungen weitgehend vermieden, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen, und oftmals waren diese Erklärungen verknüpft mit relativierenden oder verteidigenden Haltungen. Aber all das reicht noch nicht aus, um die Frage zu klären, ob es denn so etwas wie Antisemitismus in muslimischen Milieus gibt. Wenn wir uns die Forschungslandschaft zu dem Thema anschauen, dann werden wir bemerken, dass die Ergebnisse doch eher unzureichend sind. Zum einen gibt es kaum klare Studien zu dem Thema, und wenn es sie gibt, sind sie entweder teilweise widersprüchlich oder liefern nur gemischte Ergebnisse. Wir wissen jedoch, dass Antisemitismus, Israel- oder Judenfeindlichkeit ein gemeinsames Identitätsmerkmal fast aller islamistischer Bewegungen ist. Die fehlenden oder ausbleibenden Positionierungen des muslimischen Mainstreams nach dem 7. Oktober haben dazu geführt, dass gerade diese islamistischen Stimmen und Positionen mehr an Aufmerksamkeit gefunden haben. Dabei vermengen diese Positionen oftmals theologische, historische und nationalistische Diskurse zum Thema Judentum und Islam in einem Amalgam eines antisemitischen Diskurses unter muslimischen Vorzeichen. Trotz dieser antisemitischen Position von islamistischen Bewegungen herrscht aber in der muslimischen Community weitgehend die Ansicht, dass es keinen islamischen Antisemitismus gibt. Die innermuslimisch doch sehr prominente Position ist, es gibt keinen historischen islamischen Antisemitismus. Doch wie viel ist an dieser These dran? Diese Position kommt mit drei Hauptargumenten. Zum einen Argument 1: Die vormodernen Muslime kennen keine dem christlich-europäischen Antisemitismus vergleichbare Form der Judenfeindschaft. Argument 2: Der gegenwärtige Antisemitismus unter Muslimen ist vor allem ein israelbezogener Antisemitismus, der auf den Nahostkonflikt zurückgeht und daher eigentlich nur politische Wurzeln hat. Argument 3: Die antijüdischen Narrative in Koran und Hadithen des Propheten sind nie als pauschale Verurteilung der Juden als Juden gelesen worden, sondern immer als kontextbezogene Kritik der Juden im frühislamischen Kontext. Wir wollen mal schauen, wie es mit diesen Argumenten steht. Dem Argument 1 würde ich sogar fast schon zustimmen. Ja, die vormodernen Muslime kannten den späteren christlich-europäischen Antisemitismus tatsächlich nicht. Das bedeutet aber nicht, dass in der islamischen Geschichte Juden gleichberechtigt mit Muslimen gewesen sind. Dazu muss man aber sagen, dass nicht nur Juden, sondern auch Angehörige anderer Buchreligionen grundsätzlich als Bürger zweiter Klasse behandelt worden sind. Das heißt, die Andersbehandlung teilten sich die Juden auch mit anderen Angehörigen der Buchreligion. Argument 2 und Argument 3 verursachen jedoch noch viel größere Probleme, als es das erste Argument tut. Sehen wir uns doch diese beiden Argumente etwas näher an. Das zweite Argument besagte, dass wenn es Antisemitismus gibt, dieser ein politischer ist und tatsächlich nur auf die Gründung des Staates Israel zurückgeht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es eigentlich vor der Gründung des Staates Israels keinen irgendwie gearteten Antisemitismus dieser Form gegeben haben darf. Schauen wir jedoch in die osmanische Geschichte, sehen wir, dass die Übernahme antisemitischer Diskurse aus Europa bereits schon im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Wir treffen zum Beispiel bereits 1888 auf ein Pamphlet eines Ebu Ziyad Tevfik Efendi, der zu dem Thema Millet Israeliye, also das jüdische Volk, geschrieben hat und in seinem Pamphlet quasi alles an Vorurteilen, die es im europäischen Diskurs bereits gegeben hat, wiedergegeben hat. Also Juden als minderwertiges Volk, ein Volk, das nur nach Reichtum trachtet, dem alle möglichen Niederträchtigkeiten zuzumuten sind und so weiter. Und wie gesagt, das alles 70 Jahre vor der Gründung des Staates Israels. Und auch der Untergang des Osmanischen Reiches wurde zum Beispiel von diesem Ebu Ziyad dem jüdischen Volk zugeschrieben, unter anderem. Und dieser Diskurs wurde später von nationalistischen Autoren wie zum Beispiel Necip Fazıl Kısakürek sehr gerne aufgegriffen. Dieser schrieb zum Beispiel in einem Werk, auch ohne jeglichen Blick auf Israel und ohne einen palästinensisch-israelischen Konflikt, gerade auch mit dem Verweis auf den vermeintlichen Einfluss von Juden und sogenannten Kryptojuden, Dönmes, auf den Untergang des Osmanischen Reiches, ganz klar und offen,
welche Maßnahmen er für das jüdische Volk vorsah. So schreibt er in seinem Buch Ideologia Örgüsü: Die vorrangig zu entfernenden verräterischen und unterdrückerischen Elemente sind die Dönme, also die Kryptojuden, und Juden. Oder die Juden müssen gezwungen werden, das türkische Vaterland ohne ihren Besitz und mit nichts in ihren Händen innerhalb einer bestimmten Frist zu verlassen. 1968 hat er das geschrieben, 2018 wurde gerade dieses Buch wieder aufgelegt. Und auch in Deutschland gibt es eine große Wirkmächtigkeit des Werkes von Necip Fazıl Kısakürek, insbesondere in nationalistisch-islamistischen Kreisen. So hat zum Beispiel der Verlag des zweitgrößten muslimischen Verbandes, der IGMG, eine Biografie zu Necip Fazıl Kısakürek in ihrer Reihe Önden Gidenler, also die Vorreiter, die Vorbilder, herausgebracht. Wir müssen demnach leider feststellen, Antisemitismus, den hat es auch schon vor der Gründung Israels gegeben. Greifen wir nun das Argument 3 zu den antijüdischen Narrativen im Koran und Hadithen, also den Aussagen des Propheten, auf. In der islamischen Tradition werden Juden als Anhänger einer Buchreligion angesehen. Als Gläubige an den einen Gott sind sie quasi Zugehörige, als Nichtgläubige an den Propheten Mohammed jedoch wiederum andere. Einen direkten Austausch gibt es in der islamischen Geschichte mit dem Auszug des Propheten nach Medina. In Medina traf er auf bis zu 13 jüdische Stämme, mit denen er zusammen mit den arabischen Stämmen in Medina ein Bündnis bildete. Und interessanterweise in dem Dokument, in dem es um dieses Bündnis geht, die jüdischen und auch die arabischen Stämme als eine gemeinsame Umma bezeichnet hat. Wir wissen auch, dass es eine Hoffnung gegeben hat, dass die Juden als Buchreligion eventuell viel offener für die Botschaft des Propheten Mohammed sein könnten. Als sich jedoch herausstellte, dass es diese Offenheit nicht gab, kam es vermehrt zu Konflikten und zu Auseinandersetzungen, insbesondere mit 3 Stämmen der jüdischen Gemeinschaft. Insofern darf es nicht verwundern, dass es sehr viele Aussagen zu Juden im Koran gegeben hat, denn sie stellten quasi einen Prototyp von Gläubigen an den einen einzigen Schöpfer dar. In dieser Funktion dienten sie auch quasi der ersten muslimischen Gemeinschaft als eine Art von Vorbild. Sie waren diejenigen, die die Botschaft schon erhalten hat, und es gab sogar Aufforderungen im Koran: Dort, wo ihr es nicht weiß, dann fragt doch diejenigen, die vor euch die Offenbarung erhalten haben. Viele der Koranverse mit Bezug zu den Juden kann man tatsächlich so lesen, dass die Aussage lautet: Sie waren ein glaubendes Volk und haben diese Fehler begangen, ihr seid nun ein glaubendes Volk, begeht nicht die gleichen Fehler. Doch die Wahrnehmung dieser Aussagen hat sich über die Zeit verschoben, verändert, ist viel essentialisierender geworden. Während in der ersten Offenbarungszeit diese Verse viel mehr mit der Gemeinschaft des Propheten zu tun hatten, wurden diese Verse in den späteren Jahren als essentialisierende Charakterisierung des jüdischen Volkes über Offenbarungstexte verstanden. Wir sehen zum Beispiel, wie bestimmte Versgruppen, zum Beispiel in der Sura Baqarah 67 bis 71, wo es um das Gleichnis mit dem Rind geht, so behandelt eine der frühesten Koranexegeten, also Korankommentatoren, Muqatil bin Süleyman, im 2. Jahrhundert nach dem Propheten diese 4 Verse auf einer Seite ab. Geht dabei auf Offenbarungshintergründe ein, wie haben es wahrscheinlich die Prophetengefährten verstanden. Dagegen braucht der islamistische Autor Sayyid Qutb im 20. Jahrhundert mehr als 10 Seiten, um diese 4 Verse auszulegen. Und er nutzt diese 4 Verse, nicht nur diese, sondern auch andere, aber auch diese 4 Verse dafür, um eine Essentialisierung, um eine Charakterisierung von Juden aus diesem Offenbarungstext heraus zu konstruieren. Sayyid Qutb gehörte der Muslimbruderschaft an, einer Bewegung, die zutiefst antisemitisch aufgestellt gewesen ist. Er brauchte gar nicht den Koran, um antisemitisch zu werden, nur er nutzte das vorhandene Material, die Aussagen zu Juden, um seinen sowieso schon bestehenden Antisemitismus quasi koranisch nochmal zu legitimieren. Zudem gibt es tatsächlich auch judenfeindliche Aussagen in den Überlieferungstexten, wie zum Beispiel die Al-Galgad-Überlieferung. Dabei handelt es sich um eine Überlieferung, die im Rahmen von eschatologischen Aussagen, also zu Aussagen zu dem Ende der Zeit, zu den Ereignissen vor dem letzten Gericht, vor dem jüngsten Gericht quasi stattfinden sollen und wo in einem unglaublich großen Kampf zwischen Gut und Böse am Rande auch eine Geschichte mit den Juden erzählt wird. Weder zentral noch besonders ausschlaggebend, aber wenn es darum geht, einen antisemitischen Diskurs zu befeuern, ein antisemitisches Narrativ aufzubauen, wird plötzlich diese randständige Überlieferung dermaßen zentral,
dass die Hamas diese Überlieferung in ihre Karte aufnehmen kann. In dieser Rückschau können wir zwar feststellen, dass es keine Verortung des modernen Antisemitismus aus den historischen Quellen gibt. Wir können auch feststellen, dass die vormoderne islamische Gesellschaft keinen modernen Antisemitismus in dieser Form gekannt hat. Aber es findet dennoch eine Rückprojektion heutiger politischer Diskurse auf den Offenbarungskontext statt. Es ist gar nicht mal so wichtig, ob der Prophet antisemitisch war oder nicht, ob der Koran antisemitische Aussagen tätigt oder nicht, ob in den Hadithen, den Aussagen des Propheten, antisemitische Elemente vorkommen. Heutige antisemitische Akteure projizieren einfach ihren bestehenden Antisemitismus in diese Kontexte zurück, verorten quasi ihre heutige Ideologie in die Zeit der Offenbarung des Korans. Der Koran und die Sunna wird quasi neu gelesen vor dem Hintergrund aktueller politischer Ereignisse. Eine tatsächlich vorhandene koranische und prophetische Kritik wird nachträglich als Legitimierung der eigenen antisemitischen Position angeführt. Besonders problematisch ist dabei, dass zum Beispiel die Ohnmacht der eher auf eine literalistische, nicht historisierte Lesart geschulten Theologen, zum Beispiel auch Imam in Moscheegemeinden, gegenüber diesen vermeintlichen religiösen Argumenten gegen den Juden sie in diesem Diskurs weitgehend sprachlos macht. Dieses Schweigen der Autoritäten im muslimischen Mainstream führt letztendlich dazu, dass zum Beispiel die Straße letztendlich von diesen Scharfmachern von islamistischen Ideologen dominiert wird, wie zum Beispiel die Hizb ut-Tahrir. Diese rekrutieren zum Beispiel in den letzten Monaten seit dem 7. Oktober ganz intensiv und ganz massiv muslimische Jugendliche, deren Fragen oftmals von den Verbänden unbeantwortet gelassen werden, durch diese ideologisch geprägte und durch Antisemitismus durchdrungene Theologie. Diese rekrutieren dann durch ihre Internetprediger, indem sie gerade diese Ideologie, diese antisemitische Haltung, die sie so oder so besitzen, durch eine vermeintliche religiöse Unterfütterung legitimieren und als authentisch versuchen rüberzubringen. Und durch diesen Verweis auf Koran und Sunna quasi eine Art von Tradition versuchen zu rekonstruieren. Diese Akteure sind auch deswegen so gefährlich, weil ihre Verbreitung in den sozialen Medien viel, viel weiter geht als die Verbreitung der großen muslimischen Verbände. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie groß die Followerschaft von DİTİB und IGMG, dem größten und dem zweitgrößten muslimischen Verband in Deutschland, auf Instagram ist, so haben beide zusammen nicht einmal so viele Follower wie der kleinste Account von Hizb ut-Tahrir. Nun, wenn wir zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen, ob es einen muslimischen Antisemitismus gibt, können wir feststellen, dass Muslime an sich nicht per se antisemitisch sind. Aber es gibt muslimische Menschen, die antisemitischen Ideologien folgen. Sie sind dies zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen, oftmals ideologischen Gründen, aber dieses Faktum besteht. Hinzu kommt, dass gerade islamistische Akteure sowohl im innermuslimischen Diskurs als auch in der Darstellung des Islams in die Mehrheitsgesellschaft hinein viel, viel lauter sind und viel, viel wahrnehmbarer sind, als es die etablierten muslimischen Verbände sind. Deswegen braucht es auch einer viel offensiveren Auseinandersetzung innerhalb der muslimischen Community bezüglich antisemitischen Narrativen und Positionen. Besonders wenn sie im religiös-nationalistischen Gewand aus den Herkunftsländern der Eltern in die hiesigen Kontexte einfließen. Und dazu muss man feststellen, dieser Antisemitismus wird von einigen, insbesondere islamistischen Akteuren, auch religiös begründet. Deswegen braucht es auch einer selbstkritischen theologischen Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Diesen antisemitischen Narrativen müssen offensiv andere Narrative entgegengesetzt werden. Die gibt es, die müssen teilweise entwickelt, ausformuliert werden, aber das ist eine Obliegenheit letztendlich der muslimischen Community. Dabei müssen die muslimischen Verbände ihrem Vertretungsanspruch gerecht werden. Einen Rückzug aus der Öffentlichkeit, wie sie ihn aktuell praktizieren, den kann es in der Krise nicht geben. Denn damit überlassen sie das Feld einfach den Scharfmachern, den Ideologen, den islamistischen Aktivisten. Es reicht auch nicht einfach nur öffentliche Erklärungen abzugeben, sondern sie müssen diese Auseinandersetzungen mit antisemitischen Positionen und Akteuren in den eigenen Reihen führen. Und gesamtgesellschaftlich muss es gerade in der politischen Bildung auch berücksichtigt werden, dass es mittlerweile doch sehr unterschiedliche Herleitungen und Zugänge zu Antisemitismus gibt und dass auch diese unterschiedlichen Herleitungen und Zugänge einen Eingang in die politische Bildungsarbeit finden müssen. Bis zum nächsten Mal.